Gemüsegärtner aufgepasst. Jetzt im Mai, dann können natürlich auch die Fruchtgemüse, wie zum Beispiel die Auberginen, die Zucchini oder die Paprika in die Erde. Ich habe schon richtig Hunger drauf. Und unsere Folientunnel oder unsere Fließtunnel, die können wir jetzt auch abdecken. Ihr erinnert euch ja, im März haben wir sie bepflanzt. Und jetzt wollen wir doch mal gemeinsam gucken, was hier passiert ist. Aha. Wie ihr seht, der Fließtunnel, der hat seine Arbeit gemacht. Der erste Salat, den konnten wir schon in 2 Wochen essen, aber auch der Schnittknoblauch, Spinat und Kohlrabi sehen super aus. Hat sich gelohnt. Guck mal, was unter den anderen ist. Sieht auch gut aus. Naja, und jetzt droht ja keine Frostgefahr mehr. Also können wir die Fließtunnel komplett wegräumen. Und da sieht man schon, das erste Kohlräbchen ist schon da. Die Möhren brauchen noch ein bisschen, die sind noch ziemlich klein. Aber hier sieht man schon, sind schön aufgelaufen. Radieschen, prächtig würde ich sagen. Das erste Gemüse aus dem Garten, das ist immer das Leckerste. So, wachsen tut das Gemüse jetzt von ganz alleine. Natürlich müssen wir immer ein bisschen gießen. Und dann, wenn wir die ersten Salate geerntet haben, direkt wieder nachpflanzen. Dann gibt es die nächste Ernte. So, hier haben wir ein paar Lücken gelassen. Und da kommen meine Lieblingsgemüse, meine frostempfindlichen ins Spiel. Nämlich die Aubergine, die braucht so einen halben Quadratmeter. Und die Zucchini. Die braucht zwar einen Quadratmeter, aber wenn die größer wird, dann ist der Salat schon längst weggemümmelt. Am besten werden die Pflanzen vorher noch mal gut getaucht. Je besser wachsen sie an. Das ist hier eine veredelte Aubergine, genauso wie es auch veredelte Gurken und veredelte Tomaten gibt. Was bedeutet das? Naja, unten, das ist die Unterlage, von der kommt praktisch die Wurzel. Das ist eine sehr robuste Pflanze. Und oben, das ist dann der Teil der Pflanze, der meine Sorte, also bestimmt, wie lang die Auberginen sind oder wie resistent die Tomaten sind. Wichtig, die Stelle muss natürlich oberhalb der Erde bleiben, sonst hat das Ganze keinen Sinn. Der obere Teil hier, der bestimmt die Sorte. Und das ist in meinem Fall die leckere türkische Aubergine Faselis. Klar, Auberginen gehören in die Gemüsepfanne, aber natürlich die Zucchini auch. Das ist die Sorte Zodiac. Sehr widerstandsfähig gegen Mehltau und Viruserkrankungen. Üppige Ernte. Darauf kommt es an. Wichtig bei der Zucchini, viel Wasser, viel Sonne und viel Dünger. Und die Aubergine, die mag es auch sonnig, kommt ein bisschen mit weniger Wasser aus, aber keine Kälte, ganz wichtig. Ein Hochbeet ist für unsere Paprika da. Da ist noch eine kleine Lücke. Man sieht, die habe ich jetzt schon vor einer guten Woche, 10 Tagen gepflanzt. Und die haben eigentlich ein bisschen was von der Kälte abgekriegt. Die sind eher rückwärts gewachsen, also nie zu früh loslegen. Die erste Knospe übrigens, die hat auch einen Namen. Das ist die sogenannte Königsknospe. Aus der entwickelt sich die erste Frucht. Und wenn ich die rausmache, dann verzweigt sich die Pflanze besser und bringt einen besseren Ertrag. Wenn euch meine vitaminreichen Tipps gefallen haben, dann gebt mir ein Like oder besser noch, abonniert gleich meinen Kanal.